Mit Menschen wollte ich immer arbeiten. Das war mein großer Wunsch. Ich bin Betreuerin und dann manche denken, ja, Betreuerin, wie sagt man, du bespaßt nur die Leute. Aber das ist nicht so. Das ist viel mehr als ein Mensch zu bespaßen, weil wir müssen Clown sein, wir müssen einmal vielleicht die Mutter von der Person sein oder musst du sein Kind sein oder musst du sein Lehrer oder müssen wir alle sein und nicht nur bespaßen. Du musst die Leute echt nehmen. Wenn du guckst im Internet, was bedeutet eine Betreuerin? Bedeutet nichts, weil du musst keine Schule haben, du musst ein Herz haben. Ich stelle mich ab und zu vor und wenn zum Beispiel bin ich 80 und kommt eine 40-jährige Frau und dann redet mit mir so wie mit einem kleinen Kind, das brauche ich sowas nicht. Und dann sagst du, ja, wir gehen Gymnastik machen. Und dann sagt heute mir eine Omi, ich bin fast 100. Was soll ich mit Gymnastik heute machen? Und ich sage, ja, wenn dein Enkelkind kommt, du musst. Und deswegen musst du deine Hände noch benutzen. Und sie hat angefangen zu lachen und hat gesagt, ja, machen wir das. Und dann haben wir unsere Hände benutzt. Oder fragt, wieso soll ich weiter schreiben können? Und dann, ich habe gesagt, ja, vielleicht kommt dein Enkelkind und sagt, ja, Omi oder Uroma, malen wir was zusammen. Und wir haben hier die Möglichkeit, auch weiter unsere Fähigkeiten benutzen. Also ich kann jetzt nicht sagen, wie das auf mich gewirkt hat, weil ich genau im September 1948, als dieser Europäische Rat sich zusammentat, um das Grundgesetz zu verhandeln, was ja dann im Mai 1949 fertig war. Also ich bin sozusagen ein Geburtszwilling des Grundgesetzes und ich bin in der 1949 gegründeten DDR groß geworden, sodass der Begriff der Menschenwürde eigentlich ständig indirekt Thema war in unserer Familie. Also ich war in einer Sprachsonderklasse, habe also mit dem 3. Grundschuljahr Russisch angefangen zu lernen. Das heißt, der Blick war sehr auf unsere Klasse gerichtet und wir sollten ja alle zu sozialistischen Menschen erzogen werden. Was für Kinder oder für mich, aber für die Jugendlichen oder Kinder auch sehr viele Angenehmlichkeiten hatte, nämlich viel gemeinschaftliches Unternehmen, viel Sport, viele Aktionen. Also für Kinder in diesem Alter fand ich es was toll, sage ich mal. Andererseits, und da komme ich zu dem Punkt zurück, dass es indirekt besprochen wurde, wurden wir in der Klasse auch sozusagen ausgefragt, welchen Sender hören unsere Eltern, also bloß kein RIAS oder irgendein Westsender. Und es ging sogar so weit, und das erinnere ich wirklich noch, dass wir einen Diktattext hatten, der hieß, die Bevölkerung in Westdeutschland kann sich nicht einmal einen Weihnachtsbaum leisten. Das ist mir so in Erinnerung geblieben. Ich habe es natürlich nicht als Propaganda als Kind so direkt, aber durchschaut. Aber den Satz fand ich schon komisch und den habe ich dann natürlich zu Hause auch vermittelt. Also da hieß es dann immer, das darfst du nicht sagen, das darfst du nicht sagen. Also um es jetzt nicht zu sehr auszuweiten. Es ist ja allgemein bekannt, dass man nicht verreisen durfte, dass man möglichst keine Westkontakte haben durfte, dass jeder Brief kontrolliert wurde, dass teilweise die Nachbarn Spitzel waren, Stasi-Angehörige. Also das heißt, der Begriff der Menschenwürde, der ja eng verbunden ist mit Freiheitsbegriff, sage ich mal, oder Freiheitsmöglichkeiten, der wurde sehr eng vom Staat definiert. Und wenn man dann eben auffiel durch nicht linientreues Verhalten, hatte das schon sehr starke Konsequenzen. Also mein Vater, der war Lehrer, der wurde aufgefordert, sich von seiner Frau zu trennen, wollte jedoch öfter in den Westen vor. Also dieser Begriff Menschenwürde war sehr verengt und nicht von der Bevölkerung zu definieren oder zu tragen oder auszudeuten,
sondern streng vorgegeben und jedes Abweichen wurde sanktioniert. (1949). Wie alt waren Sie da? Da war ich 25, ja, 24, 25. Also ich habe ja den Krieg miterlebt. Da war ich 12,5 Jahre. Und der Krieg angegangen ist 1939. Und mit 20,5 Jahren habe ich geheiratet. Also da war ich schon verheiratet. Wie muss ich sagen, es war sparsam. Hat ja nichts gegeben. Wie die Inflation gekommen ist, aber das Geld war alles kaputt. Also ich war in der Wirtschaft, ich habe es kochen gelernt. Ich war 5 Jahre im Bahnhof in Buchloe, ja, vom Arbeitsamt aus. Habe dort was müssen. Ich wollte auch nicht in die Küche. Und ja, bis der Krieg aus war ich drin. Von früh 5:30, um 6 Uhr bis abends 10 Uhr. Und Nachmittag haben wir eine Stunde Zimmerstunde gehabt, dass man sich hat können wieder sauber machen. Ja, und 20 Mark im Monat verdient. Mein Vater war bis, ich glaube 1948 oder 1949 in Gefangenschaft, ist 1965 dann verstorben. Mutter war den ganzen Tag an der Arbeit, ich war in der Früh in der Schule. Sie ist an der Mittagspause schnell heimgekommen, hat fürs Kind dann was zum Essen gemacht. Ich war dann auf mich selbst gestellt, bis sie dann am Abend von der Arbeit wieder kam. Also es war zu der Zeit nicht einfach. Es wurde dann, wo ich dann eigentlich erwachsen war, wurde es dann leichter. Und ich bin ja nicht hier geboren, sondern in Bad Nauheim in Hessen. Und sind dann 1977 hier nach Bayern gezogen. Und wie gesagt, und da hat man sich dann auch eher mal mit Grundgesetz oder Politik auseinandergesetzt. Man hat dann das mitverfolgt und drüber gesprochen. Ich habe noch nicht in der Pflege gearbeitet, das ist das erste Mal. Aber ich glaube, ich habe den richtigen Weg eingeschlagen und für mich das Richtige gefunden. Ja, ich fühle mich hier wohl, also mir macht das Spaß. Also mit den Bewohnern, weil man so viel zurückbekommt. Ne? Das ist ja halt, wenn man zu denen hochgeht, die bedanken sich, die freuen sich. Man kann mit denen auch mal einen Spaß machen, Scherze machen und das ist ja das, was einen unwahrscheinlich viel zurückgibt. So. Und wenn wir dann ankommen und einen noch die Hand nehmen und dann Danke sagen oder man kriegt manchmal noch einen Bussi auf der Wange, das ist auch ganz nett. Ne? Das passt ganz gut. Also mir macht das Spaß. Wichtig ist mir, dass man sich Zeit nimmt und dass man das nicht einfach reingeht und dann kurz übers Gesicht rüberwischt, sondern dass man sich ein bisschen Zeit nimmt, mit den Leuten redet. Die können nichts dafür, dass die halt jetzt gerade so sind, wie sie sind und auf fremde Hilfe angewiesen sind. Und man sollte immer nicht vergessen, dass wir alle mal alt werden und wir auch auf Hilfe angewiesen sind später. Und dann wollen wir auch, dass man sich vernünftig um uns kümmert. Und das ist mir wichtig, das liegt mir auch am Herzen. Und dann nehme ich mir die Zeit auch und wenn ich da mal einen Handschlag mehr mache, als wie es sein sollte, dann ist das so. Und mir ist das wichtig, dass die vernünftig versorgt werden und das mache ich. Und ich glaube, dass ich bei den Bewohnern bei uns im Haus sehr gut ankomme und mittlerweile auch sehr geschätzt bin. Und das freut mich selber und ich sage auch zu den Bewohnern immer, ich möchte denen nicht das Gefühl geben, dass es Arbeit ist. Das ist es nämlich nicht, sondern ich mache das vom ganzen Herzen aus und das kriegen sie von mir auch zu spüren. Ich habe mir einige Gedanken über den Geburtstag des Grundgesetzes nach 75 Jahren gemacht und habe meine Gedanken zu Papier gebracht. In meinem früheren Berufsleben war ich einige Jahre als Lehrerin für Krankenpflege und anschließend bis zu meiner Pensionierung als Pflegedienstleitung tätig.
Unser Grundgesetz wird nun schon 75 Jahre alt und im Artikel 1 heißt es, die Würde des Menschen ist unantastbar. Übertragen auf die Krankenpflege ist die Patientenwürde ein zentrales Thema und sollte Grundlagen allen Handelns sein. Die Ziele einer würdevollen Pflege sind das Wohlbefinden, die Gesundheit und Sicherheit pflegebedürftiger Menschen. Es gilt, deren Wille und Bedürfnisse zu berücksichtigen. Die Würde eines jeden Menschen beinhaltet das unantastbare Recht, mit Respekt und als individuelle Persönlichkeit behandelt zu werden. Sie bleibt unabhängig von Alter, Geschlecht, Religion, sozialen Status oder körperlichen Zustand, immer gleich und darf nicht verletzt werden. Ich komme von einem kommunistischen Land. Und was fand ich, zum Beispiel in Rumänien bleiben die Leute lange, die alten Menschen bleiben lange zu Hause, bis die sterben. Aber hier hast du die Möglichkeit, so eine Einrichtungen zu haben und kannst du deine Mutter oder deine Oma oder egal wen kannst du hier bringen und dann hast du die Möglichkeit mit professionellen Menschen zu arbeiten. Andere sagen, ich komme in Arbeit, aber ich komme nicht in Arbeit, ich komme zu Hause. Ich bin zu Hause bei meinen Omis und Opis. Und ich liebe hier zu sein. Ich muss so ungefähr 10 Jahre alt gewesen sein. Da hat meine Mutter mich mitgenommen zu dieser berühmten Tante dahin, Tante Frieda in Berlin, in West-Berlin. Und auf dem Rückweg wurden wir kontrolliert, was ja eigentlich üblich war, aber wir wurden aus dem Zugabteil herausgeholt, meine Mutter und ich, und wurden von einer Polizeibeamtin untersucht. Wir mussten uns nackt ausziehen, um nicht am Körper irgendeine Zeitschriften oder weiß ich, was man da verstecken kann. Also das ist mir wirklich als ganz schrecklich, als entwürdigend in Erinnerung geblieben. Meine Mutter hat 1960 dann, ohne uns Kindern Bescheid zu sagen, das war einfach ein Risiko, heimlich die Flucht vorbereitet. Ohne dass wir wussten, dass 1961 die Mauer gebaut wurde. Also wir sind noch ein Jahr vor der Mauer, getarnt als Urlaubsreise. Also meine Mutter mit uns 3 Kindern, mein Vater einen Tag vorher, also getrennt, damit das nicht so aussah. Und dann sind wir getarnt, als ob wir an die Ostsee führen, sind wir über die Grenze gekommen. Also wir standen dann im Westen auf dem Bahnhof und ich weiß noch, da hat meine Mutter uns gesagt, wir fahren nicht mehr zurück. Was für mich zunächst zu einem riesen Tränenstrom führte, weil ich meine Freundin vermisste. Also ich wusste, das war schon hart. Für mich war es hart, weil ich so als Kind, das hatte ich ja erwähnt, gar nicht so unter dem System litt. Aber es dauerte gar nicht lange, nachdem wir dann im Flüchtlingslager waren, merkte ich doch schon recht bald und meine Brüder, dass es ein ganz anderes Leben war. Und nach haben wir unsere Eltern, vor allen Dingen meine Mutter, verstanden und waren ihr zunehmend dankbar, dass wir in den Westteil, also nach Westdeutschland gebracht wurden, evakuiert wurden, praktisch gegen unseren Willen, also wir wussten es ja nicht. Ein großes Glück hatten, dass meine Mutter diesen Mut hatte und wir eben doch merkten, dass es hier einfach, man konnte alles erzählen, man brauchte keine Angst haben, dass irgendwelche Witze oder Radio hören sanktioniert wurde. Heute gibt es aber mal, gerade für Kinder gibt es dann mehr Möglichkeiten. Früher war es dann so, wenn ich 2, 3 Kinder hatte, musste ich zu Hause bleiben. Und heute sind dann die Möglichkeiten alle viel mehr da, dass man dann die Kinder in Kita oder Kinderhort oder Kindergarten oder notfalls noch eine Betreuerin für die Kinder. Also das gab es früher, zu meiner Zeit gab es nicht. Entweder musste die Mutter zu Hause bleiben oder das Kind war allein. Wo Kinder dann 10 und 12 Jahre alt waren, dann war ich beim Doktor im Haushalt. 25 Jahre. Seine Frau ist gestorben, dann hat er gesagt, hey, du verlässt mich nicht. Dann habe ich dann noch gesagt.
Herr Doktor, jetzt bin ich 70. Ich kann nicht mehr so schnell. Es macht nichts. Herr Doktor, du bist da. Aber dann habe ich geschaut, dass er wieder jemand bekommen hat. Und dann war er zufrieden. Ja, ich war immer fit. Ich sag's Ihnen ja, mit 96. Jetzt bin ich 98, werde 99. Kann das selber nicht begreifen. Habe ich nie gedacht, dass ich einmal so alt wäre. Vielleicht hat der Herrgott mich vergessen. Und wir haben so einen Job, welche viele haben nicht. Weil du kannst die Hand von einem 90-jährigen Mensch nehmen. Wir haben auch jemand hier gehabt und hat gesagt, ich gehe, ich bleibe nicht mehr hier. Und du weißt, vielleicht heute oder morgen geht, weil so ist das Leben. Und du weißt, du warst die Letzte, mit welcher hat den Hand gegeben. Selbst wenn jemand verstirbt, man weiß ja, worauf man sich einlässt, wenn man diesem Beruf nachgeht. Und das gehört halt zum Leben dazu und ist halt das Sterben leider auch. Ne? Und habe ich auch schon miterlebt hier. Ich baue so eine gewisse Distanz bei euch auf. Das gelingt mir nicht bei jedem Bewohner, weil es gibt ja auch Bewohner, die man besonders im Herzen geschlossen hat, wo man dann auch denkt, hoffentlich halten die noch bis zu meiner Rente durch. Ne? Ich habe zu einer Bewohnerin gesagt, ich habe noch 20 Jahre zu arbeiten. Ich so, Sie müssen noch ein bisschen durchhalten. Ne? Bis 98, wird ein bisschen schwierig, aber man kann es ja mal versuchen. Ne? Durch Corona ist ja die Pflegesituation, sagen wir mal, in den Fokus gerückt, stärker als sonst. Es hat auch eine Gehaltserhöhung, glaube ich, stattgefunden bei den Pflegekräften, mit Recht. Nichtsdestotrotz fehlt es natürlich wirklich an Kräften. Und ohne Zuwanderung oder Einwanderung, gerade in diese pflegerischen Berufe, aber es gibt ja viele andere, wo riesengroßer Mangel besteht, ist dieses System überhaupt nicht zu halten. Das ist, glaube ich, den meisten Menschen bewusst. Also wer da anders redet, der hat, glaube ich, die Situation nicht verstanden. Und von daher sind wir froh und dankbar, wenn eben Menschen in diesem Beruf, der ja wirklich Zuneigung auch verlangt. Also das ist ja ein ganz schwieriger Beruf, den man nicht als Job leisten kann, sondern man muss wirklich einen Bezug zu den einzelnen Menschen sogar haben und auch vom Inneren her die Haltung, dass auch Hilfsbedürftigkeit kein Mangel ist in dem Sinne, den man selbst verschuldet hat, sondern der halt öfter mit dem Alter verbunden ist, nicht unbedingt, oft halt mit Krankheiten, dass man den genauso behandelt oder vielleicht noch liebevoller als Menschen, die noch mitten im Leben stehen und der Gesellschaft, sagen wir mal, objektiv etwas zu bringen. Ein großer Lob für uns, für meine Kollegen, welche macht Pflege und so weiter. Aber du kommst und gibst du das, aber du bleibst als Betreuerin, du musst die Menschen an deinen Tisch halten. Weißt du, wenn haltest du das nicht da, zum Beispiel nimmst du den Tablette und gehst du oder isst du und gehst du, aber du musst die motivieren, mit dir zu bleiben. Und das ist nicht einfach, aber das steht in uns, ob die kannst du das machen oder nicht. Und ich glaube, kann nicht jeder. 8 Stunden pro Tag, ja, Pause, halbe Stunde, aber trotzdem 8 Stunden pro Tag für jemand da zu sein, ist eine Herausforderung, ja, wie du sagst. Also ich denke, dass sich der Begriff Menschenwürde im Grundgesetz, was sich ja auf die schreckliche Zeit davor bezog, also das sollte ja nie wieder passieren. Und deshalb war eben der Begriff der Menschenwürde zentral gesetzt. Es hat sich, glaube ich, sehr, sehr viel verändert in dieser Hinsicht, weil es einfach
die Gesellschaft viel, sagen wir mal, breiter geworden ist durch die Migration und Globalisierung. Das heißt, also ich habe mir da wirklich überlegt, was der Knackpunkt ist. Menschenwürde einem anderen zugestehen heißt ja eigentlich bedingungslos und voraussetzungsloses Entgegenkommen oder hinnehmen. Und das ist, glaube ich, für den Menschen, wenn sich so viele Veränderungen ergeben, zunehmend schwierig, weil wir ja anthropologisch eigentlich ausgerichtet sind, so auf kleinere Kreise. Und deshalb denke ich, dass es inzwischen ein sozusagen zivilisatorischer Akt geworden ist, die Menschenwürde bedingungslos auf jeden zu übertragen, ohne ihn jetzt zu kennen oder ihn einordnen zu können. Das heißt, es ist, glaube ich, eine sehr, sehr große Herausforderung, die vom Staat nicht allein geleistet werden kann, sondern von jedem Einzelnen selbst. Ein zivilisatorischer Akt, würde ich fast sagen. Und der Trend zu autoritären Staaten, der ja in ganz Europa vertreten ist, nicht nur bei uns, also ich weiß nicht, ob man das jetzt trennt, aber wir wissen, wovon wir sprechen, die Ausrichtung nach leichten Lösungen, nach Einordnung, der ist sehr, sehr stark. Und von daher denke ich, ist es in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten eine Riesenherausforderung, den Begriff der Menschenwürde zu erhalten. Und also wenn ich so an die Jugend denke, also ich bin ja so alt wie das Grundgesetz und ich habe Kinder und Enkelkinder, dann würde ich sagen, also würde ich hoffen oder ihnen auch sagen, versucht wirklich mehr in der analogen Welt zu leben, nicht zu sehr in die digitale zu flüchten oder sich aufzuhalten, pflegt familiäre Beziehungen, pflegt Freundschaften, bleibt im Gespräch. Also ich glaube, das wird wichtiger denn je, weil diese Unterteilung der Gesellschaft ja auch, nicht nur, aber auch mit den medialen Blasen nennt man das ja, zusammenhängen. Und dass eine einseitige und indoktrinäre Informationspolitik natürlich dem Tor und Tür öffnet. Eigentlich müsste man sich nur an Kant orientieren, der ja auch der 300. Geburtstag jetzt geehrt wird. Dieser berühmte kategorische Imperativ, der eigentlich alles sagt. Also das, was du nicht willst, dass man dir antut, füge auch keinem anderen zu. Oder dass eben das eigene Verhalten auch zur Richtschnur für die Allgemeinheit gelten könnte. Also dieser kategorische Imperativ als Aufforderung würde ausreichen, wenigstens die Extreme zu glätten. Aber eine Aufgabe wird es für uns alle, da bin ich ganz sicher, eine große, große, große Aufgabe. Freilich mache ich mir Sorgen mit dem Krieg. Hoffentlich kommt es nicht wieder so, wie es war. Wie der Erste Weltkrieg oder der Zweite. Hoffentlich kommt das nicht mehr. Den Frieden. Ja, Gesundheit und Frieden. Das würde ich mir schon wünschen. Ja. Wir alle können etwas für unser friedliches Zusammenleben und gegen Ausgrenzung und Gewalt tun. Mit Ideen und Engagement, aber auch mit kleineren Gesten. Denn Menschenwürde, Achten, beginnt bei jedem Einzelnen. Für mich ist jeder Mensch wertvoll, weil er ein Mensch ist.